Drop bei 5. Noch bei 5. 4, 3, 2, 1. Let's go. Adrenalin kommt und geht. Adrenalin hilft. Das ist ganz klar. Wenn du etwas Neues angehst, dann hast du den Kick, dann hast du den Schub. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. Ich weiß da nicht genau, was ich da denke. Das ist echt so... Da lebst du einfach kurz, da denkst du an nichts anderes. Du kannst echt fast nicht glauben, was du jetzt gerade machst. Spitfire bereit für Project Deep Dive in 5 Sekunden. Fuck yeah!
25. Also Fakt ist, dass ja alles, was fliegt, kann runterfallen. Das Risiko besteht, das ist dabei. Wie gehst du damit um? Wir fliegen ja nicht einfach nur irgendwie an unseren Hosen angebunden. Wir haben Gurtzeuge mit grossen Protektoren, mit Notschirmen dabei. Also wir haben Sicherheitsredundanzen, die das Risiko einfach auf das Minimum minimiert, das geht. Ich habe nicht das Gefühl, dass man Risiko muss eingehen muss, um Freude zu haben. Aber um so einen richtigen Freudenschub zu haben, wo man richtig jubelt und richtig laut mögt, sagen, ja, habe ich das Gefühl, da muss man schon etwas gemacht haben, was man sich Angst gemacht hat, aber etwas riskiert hat. Und wenn man das nicht geschafft hat, dann hat man ein solches Gefühl, kann man meiner Meinung nach nicht haben, wenn man nicht das Risiko ist eingegangen. Man kann nicht einfach gemütlich eine Piste fahren und dann dumm sind so, ja, das war jetzt das Beste, was ich je gemacht habe. Das geht nicht. Aber man kann sicher Spass haben ohne Risiko. Aber wenn man richtig geile Emotionen will, richtig in Freude ausbrechen will, muss man meiner Meinung nach schon das Risiko eingehen. Wie gross oder klein, das kommt gegen darauf an. Man kommt oben mit dem Lift an oder man läuft hoch. Dann stehst du oben am Hang und du hast alle Möglichkeiten, die es gibt. Du kannst einfach überall her, du kannst überall hochfahren, du kannst genau machen, was du willst. Jetzt kann dir keiner sagen, ja, jetzt musst du hier Kurve machen, du musst hier Kurve machen. Man muss bei uns im Freeriden. Und das finde ich so etwas Spezielles. Nicht die Freiheit, ich kann selber alles entscheiden. Ich kann sagen, heute gehe ich schnell, ich gehe langsam, ich will weit kumpen, ich will klein kumpen, ich will gar nicht kumpen. Man kann auch alles selber für sich entscheiden. Und das finde ich so schön. Man hat die komplette Freiheit. Am meisten fasziniert mich, dass du nie ausgelernt hast, dass du immer etwas Neues dazulernen kannst. Es geht wie immer weiter. Sei es beim Makrofliegen, es kommen immer neue Manöver. Die Profis bringen immer wieder neue Ideen, sie sind kreativ, es kommen immer neue Sachen. Beim Streckenfliegen kannst du immer eine andere Linie nehmen, kannst immer noch Kilometer weiter gehen, kannst höher fliegen, kannst in andere Täler. Also, es ist wie grenzenlos eigentlich. Es ist nicht nur zweidimensional, es ist dreidimensional. Es gibt gegen den Pulver. Ich habe viele Kollegen um mich herum, die genau gleich leben. Bei denen ist einfach alles, was es darum geht, im Winter ist echt Scheinen. Es ist echt so ein Feuer, das bin nicht nur ich. Was es genau ist, kann ich nicht sagen. Ich soll das so gerne machen, weil es einfach dass es nichts gibt, was ich lieber habe. Adrenalin starts to pump. Ich fahre einen grossen Troppi. Nicht sehr pulveriger Schnee. Das sollte aber gut gehen. Für mich ist eigentlich beim Skifahren das grösste Risikomanagement eigentlich die Grösse eines Drop. Das ist eigentlich für mich, wo ich das Grösste in meinem Kopf denke, was muss ich da, was muss da, wie müsste da die Landung sein. Wenn ich etwas sehe und denke, das kann ich nicht fahren, dann probiere ich dann auch gar nicht mehr reinzureden, dass ich das jetzt fahre. Dann sage ich einfach, nein, das bringt nichts, dann lasse ich es sein. Ich habe nicht das Gefühl, das Adrenalin das ist, was mich beim Skifahren behaltet. Sicher auch ein bisschen, ich habe das Gefühl, es macht auch ein bisschen süchtig, der Rush. Aber ich glaube, wenn man so hart in diesem Zeug drin ist wie wir, oder jetzt für mich, ich schaue jetzt so ein bisschen und der spielt mit diesem Gleitschirm so Zeug machen. Wenn du dann
in dieser Person drin bist, und der weiss ja genau, der kann das, der weiss, was er macht, dann ist das dann wie normal. Aber für eine außenstehende Person wirkt das dann wahrscheinlich schnell mal, ja, dem spinnt es ja komplett da so schnell die Piste fahren oder so schnell daneben aus. Aber wenn du ja die Person bist, die das macht, dann weisst du, was du machst. Du gehst ja das Risiko ein und du weisst es. Du weisst auch die Konsequenzen. Aber mit denen lebst du. Es macht einfach Spass. Ich erwarte jetzt nicht, dass jede Person in die hure Klasse geht, Ski oder biken. Aber ich mache etwas, was ihn aus der Komfortzone rausbringt. Wenn du nicht mal ein bisschen pushst, kommst du auch nicht weiter. Die Gratwanderung zwischen zu fest pushen und etwas unnütz riskieren oder einfach gar nicht pushen und immer in der safe Bubble drin sein, so, die ist manchmal noch schwierig. Wir sind nicht Leute, die Risiko geil finden, weil es geil ist, etwas zu riskieren. Wir sind mehr Leute, die uns bewusst einem Risiko aussetzen, aber das sehr kalkuliert machen. Es gibt sehr viele Sachen, die andere Leute machen, die ich auch nicht verstehe. Und das muss nicht jeder alles verstehen. Ich habe relativ wenig von dieser Ballonfahrt mitbekommen, weil du bist halt im Fokus, du bist dort voll im Tunnel und du bist halt einfach alles am Durchdenken, jetzt nächsten Schritt so, nächsten Schritt Schirm runterlassen, nächsten Schritt Bremsen in die Finger nehmen, alles kontrollieren. 10 Sekunden für dich gut zum Abzählen? Ja, du zählst ab. Okay, wir haben 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Warte, was? Stopp. Zwei Nächte vor dem Sprung waren sehr unruhige Nächte, weil halt wirst nervös, denkst so ein bisschen dran, träumst davon, gehst in den Gedanken im Bett alles durch, okay, was muss ich machen? Logischerweise auch, was könnte schief gehen. Und das ist so ein Gedankenkarussell, das war schwierig abzustellen für mich. Bis der Wecker ist gegangen, am 4 Uhr am Morgen vom Sprungtag, dann war es so, zack. Okay, es findet statt, der Wind ist schwach den ganzen Morgen lang. Es wird nicht allzu stark, die Bedingungen sind top, mehr als nur top. No Wind, bis auf 3000 hoch können aufsteigen, das ganze Alpenpanorama. Von dem Moment an, als ich am Morgen dann meinen Kaffee rausgelassen habe, habe ich es eigentlich nur noch genossen. Mehr Anlauf, mehr Bremsen, mehr Freigeben. Vier, 3, 2, 1, go! Go!
Dennis ist aussen gelandet, dann haben wir es nicht zurückgelenkt. Hallo! Nice! Bang. Bang. So.